Der berühmte japanische Manager Kenichi Ome, der als Mr. Strategy bezeichnet wurde, hat 2 berühmte Bücher geschrieben: Welt ohne Grenzen und Der Niedergang des Nationalstaates. Die Regionalökonomie ist das Gegenstück zur Weltökonomie von Brodel und Wallerstein. Es geht um das Phänomen, dass beispielsweise 3 Städte in verschiedenen Ländern, Penang, Malaysia, Medan, Indonesien und Phuket, Thailand, miteinander verbunden sind, zwischen ihnen fließt der Handel und es entsteht eine Art Insel des Wohlstands. Eine regionale Wirtschaft muss mindestens 5 Millionen Menschen umfassen, sonst kann sie nicht effektiv sein. Aber nicht mehr als 30 Millionen, denn dann gibt es eine Menge armer Menschen. Die Globalisierung besteht aus 200 oder 300 sehr fortschrittlichen Knotenpunkten, in denen moderne Informationstechnologie und Kapital konzentriert sind. Diese Knotenpunkte sind materiell und virtuell miteinander verbunden. Die Globalisierung ist ein Produktions- und Austauschprozess, bei dem das Kapital, das sich in ein elektronisches Signal verwandelt, dank der Vorherrschaft der informatorischen, das heißt immateriellen, Faktoren über die materiellen Faktoren praktisch von allen lokalen und staatlichen Beschränkungen, räumlich, materiell, sozial, befreit ist. Dies ist der Sieg der Zeit über den Raum. Und natürlich diejenigen, die die Zeit und das Kapital kontrollieren, über diejenigen, die den Raum und die Staatsmacht kontrollieren. Die Globalisierung ist auch der Prozess des Ausschlusses von 80% der Weltbevölkerung von wirtschaftlichen Prozessen. Um dieses Phänomen zu erklären, hat der polnische Soziologe Zygmunt Bauman 2 Begriffe erfunden: Globales und Lokales. Globales Leben in der globalen, länderübergreifenden Welt und Reisen zum Beispiel als Geschäftsleute, Politiker, Medienintellektuelle oder schlimmstenfalls als Touristen durch die Hilton-Hotelkette. Einheimische verlassen ihren Wohnort entweder als Flüchtlinge oder Migranten, legal etwa 100 Millionen, oder illegal, aber in jedem Fall von einem Ort zum anderen. Die Lokalisierung wird zur Kehrseite, zur dunklen Seite der Globalisierung. Eine weitere Folge der neuen Ära sind die Grauzonen. Dieser Begriff stammt aus der Funkelektronik und bezeichnet einen Teil des Raums, der vom Radar nicht gesehen wird. In Grauzonen hat der Staat fast vollständig die Kontrolle verloren, die Macht wird dort entweder von Stämmen und Clans, weite Gebiete in Afrika, oder von kriminellen Gemeinschaften privatisiert, am häufigsten von Drogenkartellen, Goldenes Dreieck, an der Kreuzung von Birma, Thailand, Laos, Afghanistan, Kolumbien, Separatisten und Guerillabewegungen, rechten Selbstverteidigungsgruppen. Grauzonen können bestimmte Stadtteile sein, bei Xada Fluminense in Rio de Janeiro, die South Bronx in New York, all dies macht die globalisierte Welt noch uneinheitlicher. Es handelt sich nicht um die homogene und rational-liberale Welt, die Jacques Attali in He Will Come und Francis Fukuyama in The End of History malen, denn die Globalisierung der Arbeit verläuft in einem ganz anderen Tempo. Einst löste der Kapitalismus die Probleme seines Überangebots in seinem Kern, indem er die Überflüssigen an die Halbperipherie verdrängte. Wohlgemerkt, koloniale Expansionswellen in der Entwicklung des Kapitalismus traten nicht ständig auf, sondern nach schweren Krisen innerhalb des Kapitalismus. Der Kapitalismus eröffnete neue Märkte, auf denen Waren verkauft werden konnten. Was ist die Besonderheit des Ersten und Zweiten Weltkriegs? Es handelt sich um Kriege, in denen zum ersten Mal absichtlich Infrastrukturen zerstört wurden, um sie später wieder aufzubauen und damit Geld zu verdienen. Während die Industrialisierung eine große Arbeiter- und Mittelschicht erforderte, ist dies bei der wissensintensiven postindustriellen Produktion nicht der Fall. Anfang der 90er Jahre hatte Microsoft 49 Niederlassungen, in denen 16.400 Menschen beschäftigt waren. Der Kapitalismus ist heute planetarisch geworden, und es gibt einfach keinen Platz mehr, um die Krise zu verdrängen. Die Probleme werden also von innen heraus gelöst werden müssen. Es ist ganz klar, wer die ersten Opfer sein werden: die Mittelschicht und der obere Teil der Arbeiterklasse, das heißt jene sozialen Gruppen,
die von 1945 bis 1975 die Hauptprofiteure waren. Die Situation wird, wie Patrick Buchanan argumentiert, durch den Kampf innerhalb der westlichen Zivilisation selbst zwischen dem Westen und dem Postwesten kompliziert. Es handelt sich um Enklaven, die sich in der westlichen Welt selbst bilden. In den USA ist es die mexikanische Enklave, in Mitteleuropa die Türken, in Frankreich die Araber und Afrikaner, die dort seit Generationen leben. Auch Toynbee schrieb darüber, er wurde in den 60er und 70er Jahren von Liberalen und Marxisten ausgelacht. Er sprach von dem sogenannten inneren Proletariat, das das System untergräbt. Dieses innere Proletariat ist nun im Kern der westlichen Welt zu finden. Es kommt aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Dieses Proletariat hat nicht die gleichen Rechte wie die weiße Bevölkerung, aber es hat seine eigene Organisationsform in Form von Religion, wie zum Beispiel dem Islam. In 20 Jahren wird das Problem sehr akut werden. Es wird eine Masse an alter weißer Bevölkerung geben und auf der anderen Seite eine Masse an junger, ex-mexikanischer, ex-afrikanischer, ex-arabischer Bevölkerung, die arm und schlecht bezahlt bleiben wird. Wie können die angelsächsischen, französischen und deutschen Spitzenkräfte in einer solchen Situation ihre Positionen halten? Und es gibt nichts, was gegen die Migration getan werden kann. Wenn sie jetzt gestoppt wird, werden die wirtschaftlichen Folgen ebenfalls katastrophal sein. Das ist die schlimmste aller Situationen. Nicht nur ethnische Widersprüche, sondern rassisch-ethnische Widersprüche überlagern sich mit sozioökonomischer Polarisierung. Das ist Dynamit. In diesem Sinne hat Europa bereits den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Es gibt nichts mehr zu tun. Die weiße Elite hat die Welt 2 Jahrhunderte lang beherrscht, und ihre Zeit ist vorbei. Es war die Zeit von 1945 bis 1975, als die wirtschaftliche Lage günstig war und der Westen seine Arbeiter- und Mittelschichten besänftigen musste, damit sie, Gott bewahre, nicht für Sozialisten und Kommunisten stimmten. Es war notwendig, sie zu kaufen. Die UdSSR stand vor der Tür. Das Ergebnis der sozialen Zugeständnisse war der sogenannte Wohlfahrtsstaat, was mit Staat der allgemeinen Wohlfahrt übersetzt werden kann. Bis zu 30–50% des Einkommens wurden in Form von Steuern abgezogen und umverteilt. Infolgedessen entstand eine Schicht, die ich als sozialistische Bourgeoisie bezeichne, und das Rückgrat der Mittelschicht erweiterte sich um Menschen, die zwar nicht über bürgerliche Einkommensquellen verfügten, sich aber bürgerlichen Konsum leisten konnten. Anfang der 70er Jahre brach jedoch alles zusammen. Die Ölkrise brach aus, die USA gaben den Goldstandard auf Abwertung, und die wissenschaftliche und technische Revolution begann. 1975 errang die UdSSR einen vernichtenden Sieg über die USA, in dieser Phase des Kalten Krieges. Amerika verlor den Krieg in Vietnam, das Treffen von Helsinki fand statt, auf dem der Westen rechtlich anerkannte, was 1945 in Europa geschehen war. Gleichzeitig brach die traditionelle US-Herrscherklasse, die sich an der Ostküste herausgebildet und 170 Jahre lang regiert hatte, zusammen. Nach 1975 und bis vor kurzem kamen alle US-Präsidenten entweder aus dem Westen oder aus dem Süden des Landes. Was bedeutet das für uns? Die Gruppen, die eng mit dem globalen System verbunden sind, sind an die Macht gekommen. Die Ostküste ist traditionell die herrschende Klasse der amerikanischen Nation. Amerika wurde nach 1975 zum globalen Amerika. Mit den Errungenschaften der NTR hat der Westen die Prozesse der Globalisierung rückgängig gemacht, deren Opfer die Sowjetunion war. Wir sind es gewohnt zu sagen, dass die UdSSR im Kalten Krieg besiegt wurde, während Amerika gewonnen hat. Aber die Tatsache, dass die Sowjetunion verloren hat, kam streng genommen nicht den Vereinigten Staaten zugute, sondern vor allem Japan und Deutschland. Amerika hat auch gewonnen, aber es stellt sich die Frage, was für ein Amerika? Ein marxistischer Denker des 20. Jahrhunderts wie Antonio Gramsci erkannte in den 30er Jahren, dass der Westen nicht mit politischen Mitteln besiegt werden konnte, und legte das Konzept der kulturellen Hegemonie vor.
Er wies nach, dass die Bourgeoisie ihre Position nicht nur deshalb hält, weil sie über einen Knüppel in Form des Staates verfügt, sondern auch durch die Kultur, die in der Lage ist, anderen kulturelle Stereotypen aufzulegen. Gramsci sprach daher davon, die Bourgeoisie auf dem Gebiet der Kultur zu besiegen. Seine Ideen wurden später von der Frankfurter Schule in der Person von Marcuse, Horkheimer, Adorno und anderen weiterentwickelt. Nach Hitlers Machtübernahme zogen viele von ihnen nach Amerika. In den 50er Jahren hämmerten sie der amerikanischen Jugend ein, die westliche Kultur sei schlecht, der Staat sei schlecht. Individualismus ist gut. Wir brauchen eine Gegenkultur. 1968 explodierte alles. Es entstand eine Gegenkultur, die die alte linke Bewegung und die Rolle des Staates kritisierte und behauptete, die Arbeiterklasse habe ihre Zeit überdauert. Bei diesen Ereignissen war das individuelle Profitmotiv sehr wichtig, es wurde im Showbusiness, beim Verkauf von Gras und härteren Substanzen umgesetzt. Dieser Profit wurde benötigt, um mehr zu konsumieren. Es war ein revolutionär radikaler Weg für junge Menschen in die Konsumgesellschaft. Die Produktionsverhältnisse haben sich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert verändert. Die Beziehungen änderten sich, und obendrein wurde der Mensch nicht nur zum Produzenten, sondern auch zum Konsumenten. Und im Spiel der Arbeitsbeziehungen wurde dadurch ein Raum frei, in dem bestimmte Praktiken möglich wurden. Die gleiche Psychologie der Fähigkeiten, wenn Sie so wollen, die Psychologie der Bedürfnisse, passt perfekt zu den neuen wirtschaftlichen Praktiken. Und ich glaube, dass sich die gesamte Psychologie von dem Moment an, in dem sie aufhört, eine Psychologie des Unbewussten zu sein, ausschließlich in eine Psychologie des ökonomischen Typs verwandelt. Michel Foucault 10 Jahre später kam Reagan mit den Ideen des Neoliberalismus, und sie alle scharten sich um ihn und wählten ihn. Diese junge Generation, die von der linken Kultur genährt wurde, stieg politisch auf und besiegte die Sowjetunion, aber nicht in einem klassischen Kalten Krieg. Amerika hat gewonnen, aber nicht als Staat, sondern als globales Monster. Es ist wie der gute junge Mann, der in einen Kessel mit kochendem Wasser getaucht ist und plötzlich noch besser herauskam. Wenn Buchanan in seinem Buch Der Tod des Westens sagt, dass es diese Generation ist, die das moderne Amerika ruiniert und seine christlichen Werte zerstört, dann trifft er das, was ich Globamerika nenne. Wir sprechen von einer Generation, die Amerika nicht als Nation, sondern als postwestliches, postchristliches Gebilde betrachtet. Wir haben es mit Amerika als dem am weitesten entwickelten Teil einer globalen Welt zu tun, in der christliche Werte überhaupt nicht vorherrschen, in der Multikulturalismus herrscht, in der liberale Werte bis an die Grenze der Selbstverleugnung getrieben wurden. Was für eine Art von Freiheit ist das, wenn man seine Meinung über Minderheiten, die Frauenbewegung oder Rassenfragen nicht äußern darf? Mit Hilfe von Aktivisten aller Art wurde die traditionelle Moral gebrochen. Das Gleiche geschieht mit dem Marktfundamentalismus. Was wird aus der gigantischen Anhäufung von Menschen mit intellektueller Macht, die sich einbilden, dass sie alles unter Kontrolle haben, dass sie die Kräfte des Geistes vollständig beherrschen, dass sie diese Kräfte auf die bestmögliche Weise einsetzen? Das kolossale Wachstum der intellektuellen Macht der Menschheit hat die unvermeidliche Folge einer noch grandioseren Vernebelung des Geistes, eines Absinkens des allgemeinen intellektuellen Niveaus der Menschheit, einer totalen Verblödung, die als kolossaler Fortschritt des Wissens ausgegeben wird. Alexander Sinujew im letzten Jahrhundert tauchte im Westen die Theorie von 20-80 auf, das heißt 20% reich, 80 arm. Keine Mittelschicht. Aber für Indien werden es, sagen wir, 95% sein, für Brasilien 93,7. Für Russland werden es höchstens 10 bis 90 sein. Wir sprechen hier von einem Trend zur Erosion der Mittelschicht. Und selbst Toynbee schrieb 1947, die Zukunft des Westens wird weitgehend durch das Schicksal seiner Mittelschicht bestimmt. Ihr Zusammenbruch wird zum Zusammenbruch der westlichen Gesellschaften führen. Denn die Globalisierung schottet nicht nur einige Länder von anderen ab. Sie schneidet ganze Länder ab,
denn man kann Teil einer globalen Gemeinschaft sein, während man in Moskau, St. Petersburg oder Nischni Nowgorod lebt, und man kann in derselben Stadt leben, aber niemals Teil einer globalen Gemeinschaft sein und niemals Zugang zu ihr haben, weder in Form von Informationen noch in Form von Vorteilen. Die Grenzen zwischen dem Globalen und dem Lokalen können durch dasselbe Treppenhaus verlaufen. Aber früher oder später werden diese Welten aufeinander prallen. Da die Informationsfaktoren zu den wichtigsten werden, findet der Kampf um die intellektuellen Produktionsfaktoren statt, was bedeutet, dass ein Teil der Intellektuellen zu den Ausbeutern geht und ein anderer Teil nirgendwo hingeht, weil es nicht nötig ist, so viele Menschen auszubeuten. Einer der Hauptwidersprüche des neuen Jahrhunderts scheint nicht im Verhältnis zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten zu liegen, sondern im Verhältnis zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten auf der einen Seite und allen anderen auf der anderen. Letztere werden betteln: Nehmt uns mit in die Ausbeutung. Das 20. Jahrhundert endete an der Schwelle der 70er und 80er Jahre. Die Bedeutung der iranischen Revolution von 1979 ist noch nicht erkannt worden. Es war die erste Revolution, die nicht nur nicht unter linken oder marxistischen, sondern überhaupt nicht unter säkularen Slogans stattfand. Es sind die Iden des März der Moderne, die Iden der Moderne in der muslimischen Peripherie. Am Ende der Spätmoderne wurde die Wende zur Postmoderne mit einer anderen Sozialstruktur und einem anderen Typus des menschlichen Konsumenten durch die Konvergenz des Kapitals und der sozialen Systeme mit der Übertragung der globalen Macht an die TNKS eingeleitet, auch durch den globalen revolutionärpolitischen und politischen Konsumismus, so Margaret Thatcher, die 1979 in Großbritannien gewann. Durch globale revolutionär-politisch-ideologische Strukturen, die in allen entwickelten Ländern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verwurzelt waren, auf deren Grundlage in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts das Phänomen der amerikanischen Neokons-Neotrotzkisten entstand, deren Ziel es war, die USA zum Zentrum der TNKS zu machen. Das zweite derartige Zentrum entstand in den 90er Jahren in Europa, die EU, mit der Verlagerung des Schwerpunkts in der Wirtschaft von der Industrie, wo die TNKS kontinuierlich Massen von Arbeitern verdrängen, auf die Sphäre der virtuellen Dienstleistungen, die es ermöglichen, durch aggressive Werbung Beschäftigung zu simulieren, um sie zu konsumieren und so der Masse der Verbraucher so viel wie möglich zu zahlen, was den freien Verkehr von Kapital, Arbeit, Waren und Dienstleistungen erfordert, was zur Zerstörung der Souveränität von Staaten und Traditionen mit der Vermischung von Menschen in einem globalen Babel und der Degradierung der Bevölkerung, einschließlich der politischen Eliten, führt. Es gibt den Begriff Kaskadenereignis, das heißt eine Reihe von Ereignissen, die eigentlich ein einziges Ganzes sind. In der Geschichte hat es zwei solche Perioden gegeben. Ich nenne sie die langen Zwanziger, die Jahre 1914 bis 1934, in denen sich das Schicksal des 20. Jahrhunderts entschied. Damals wurden, wie Fernand Braudel sagen würde, die Karten der Geschichte neu gemischt, das heißt, wer die Trümpfe in die Hand nahm, gewann. Ein weniger bedeutsamer, aber sehr intensiver Zeitraum sind die langen 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, 1848 bis 1868. Zwischen dem Manifest der Kommunistischen Partei, 1848, und dem ersten Band von Das Kapital, 1867, wurde der Marxismus während einer ganzen Epoche formuliert, die mit der Europäischen Revolution von 1848 im fernen Westen Eurasiens begann und mit der Meiji-Restauration im fernen Osten endete. In diesen 20 Jahren hat sich die Welt bis zur Unkenntlichkeit verändert. Wir leben heute in einer fantastischen Periode der Geschichte. Nie zuvor gab es eine so gefährliche, so spannungsgeladene, so interessante Zeit wie diese, ich meine die Zeit von 1975 bis 2025. Wenn das 20. Jahrhundert unter dem Banner von Ortega Y Gassets die Revolte der Massen, 1929, begann, so endete es unter dem Banner von Christopher Laschs die Revolte der Eliten, 1996.
Jetzt entscheidet sich das Schicksal der westlichen Mittelschicht, des Kap-Systems und vielleicht der gesamten Zivilisation der Erde.